ihr Lieben! Heute zeige ich euch Orte, an denen ich in London diesen Sommer war. Es war mein erstes Mal in England und ich fand es wirklich toll. Ich war mit einer Freundin dort. Einer meiner Lieblingsorte in London ist die City of London. Dort gibt es viele beeindruckende Hochhäuser. Mein Lieblingsgebäude ist wahrscheinlich The Gherkin, das Gebäude, das wie eine Gurke aussieht. Es gibt auch ein anderes Hochhaus, dessen Dachterrasse man gratis besuchen kann. Die Terrasse hat mir sehr gut gefallen. Ich konnte alle Hochhäuser von dort aus sehen und habe mich gefühlt wie in einem Dschungel aus Hochhäusern. Das war ein ganz neues und beeindruckendes Erlebnis. Wenn ich noch einmal in London bin, würde ich auch gerne eine Dachterrassenbar dort besuchen. Ganz in der Nähe der City of London befindet sich die Tower Bridge, die auf jeden Fall auch einen Besuch wert ist. Insbesondere nachts sieht sie wirklich toll aus. Natürlich habe ich dort viele Bilder gemacht. Wenn man die Brücke überquert, kann man vom Ufer der anderen Seite aus die Lichter der City of London beobachten. Es lohnt sich echt. Wenn ich eine neue Stadt besuche, gehe ich dort immer gerne in den Park. Deswegen war ich auch in London in mehreren Parks. Als erstes habe ich den Primrose Hill und den Regent's Park besucht. Ich wollte unbedingt zum Regent's Park, weil ein Song von Bruno Major so heißt. Es war wirklich toll dort. Wir haben uns ein paar Snacks bei Sainsbury's gekauft und dann Leuten beim Baseballspielen zugeschaut und sie angefeuert. Der Hyde Park hat mir auch gut gefallen. Dort steht der Kensington-Palast, in dem Prinzessin Diana früher gelebt hat. Außerdem kann man dort viele schöne Vögel, wie zum Beispiel Schwäne oder Tauben, beobachten. Nicht weit entfernt von dort ist die Paddington Station, nach der auch der bekannte Bär benannt wurde. Ich liebe Paddington, deswegen habe ich seinen Shop besucht. Dort kann man süße Paddington-Produkte finden. Ich habe mir eine Paddington-Handyhülle gekauft. Natürlich musste ich auch Notting Hill besuchen. Ihr kennt den Stadtteil bestimmt aus verschiedenen Filmen und den sozialen Medien. Ich fand es ganz schön dort, aber viel zu voll. Es gibt viele Museen in London. Das Besondere ist, dass fast alle gratis sind. Als erstes war ich im National History Museum. Dort gibt es ein großes Blauwal-Skelett. Man kann dort auch viele Kristalle sehen. Ich habe mich ein bisschen wie in einem Film gefühlt. Es gibt auch ein Modell eines T-Rex, das sich bewegt. Ich denke, dass es für kleine Kinder gruselig ist. Dann war ich im British Museum. Dort kann man viele bekannte Kulturgüter, wie den Rosetta Stone, finden. Viele Menschen sehen das Museum kritisch, weil einige der Artefakte aus Kolonialzeiten stammen. Was denkt ihr darüber? Die National Gallery habe ich auch besucht und sie hat mir am besten gefallen. Die ausgestellte Kunst ist wirklich beeindruckend. Auch die Architektur des Gebäudes ist toll. Und der Museumsshop ist auch sehr cool. Da es mein erstes Mal in England war, wollte ich unbedingt typisch britisches Essen probieren. Ich war in einem süßen Café und habe dort Scones gegessen. Sie waren echt lecker und preiswert. Ich habe auch britisches Frühstück probiert. Das Café, in dem ich war sehr stilvoll eingerichtet. Und das Essen hat auch super geschmeckt. Ich war auch das erste Mal auf einer Seilbahn. Sie heißt IFS Cloud Cable Car und verbindet die beiden Stadtteile Greenwich und Docklands. Sie wurde 2012 für die Olympischen Spiele in London erbaut. Ich war vorher ehrlich gesagt aufgeregt, weil ich ein bisschen Höhenangst habe. Es gab aber keinen Grund zur Sorge. Nicht weit entfernt vom Cable Car befindet sich auch Canary Wharf. Canary Wharf ist ein Geschäftsviertel mit vielen Hochhäusern. Wir sind dorthin gefahren, um uns ein bisschen am Wasser zu entspannen und das Viertel zu entdecken.
Wir waren etwas überrascht, weil es dort einen Supermarkt von Amazon gibt. Wir haben auch eine süße Schwanenfamilie gesehen. Außerdem gab es dort ein gratis Outdoor-Kino. Ein Outdoor-Kino gibt es auch beim Coal Drops Yard, ganz in der Nähe der St. Pancras International Station. Ich finde es toll, dass es solche Angebote gibt. In London kann einem wirklich nicht langweilig werden. Wenn das Wetter in London mal schlecht ist, gibt es auch tolle Kaufhäuser, die man besuchen kann. Als erstes waren wir bei Liberty London. Liberty London ist ein über 150 Jahre altes Kaufhaus mit einem ganz besonderen Stil. Auch wenn ich mir fast nichts dort leisten konnte, war es auf jeden Fall einen Besuch wert. Ähnlich gut hat mir auch Harrods gefallen. Dort gibt es eine große Halle mit besonderem Essen. Zum Beispiel habe ich diesen Lachskuchen gefunden. Habt ihr sowas schon mal gesehen? Nächstes Mal, wenn ich in London bin, werde ich auf jeden Fall dort etwas probieren, aber vielleicht nicht den Lachskuchen. Ich war auch auf dem Camden Market. Der ist ein bisschen verwirrend, da es dort sehr viele kleine Geschäfte gibt und man aus jeder Ecke Musik hört. Mit ein bisschen Geduld kann man aber coole Kleinigkeiten finden und auch etwas Leckeres essen. Natürlich habe ich mir auch noch touristische Orte angeschaut. Zum Beispiel den Big Ben, den ich wirklich schön finde. Oder das London Eye, vor dem ich auch coole Bilder gemacht habe. Eine Fahrt dort kostet mindestens 29 Pfund, deswegen habe ich das Geld lieber gespart. Hier seht ihr auch den Buckingham Palace. Ehrlich gesagt finde ich ihn nicht so besonders. Das ist die Battersea Power Station. Vielleicht kommt sie euch von einem Pink Floyd Albumcover bekannt vor. Die Battersea Power Station war früher ein Kohlekraftwerk, das jetzt zu einem coolen Einkaufszentrum umgebaut wurde. Mir gefällt der Kontrast zwischen alt und neu dort sehr. Falls ihr Lust auf Shopping habt, kann ich euch diesen Ort echt empfehlen. In der Nähe findet auch regelmäßig ein Streetfood Festival statt. Es gibt noch viele andere schöne Orte in London, die ich euch gerne zeigen würde. Und vieles habe auch ich noch nicht gesehen. Ich hoffe, dass ihr trotzdem einen kleinen Einblick in die Vielfalt von London bekommen konntet. Wart ihr schon mal in London? Wenn ja, wie hat es euch gefallen? Schreibt es mir in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal!